Gerade jetzt, wenn ich hier eine Ansage mache, macht die Alte hier eine Ansage. Also die soll jetzt mal ein Land halten. Es geht nach Wien, 3 Tage lang Camp, feinsten Content für euch, also freut euch drauf. Wenn die Alte jetzt immer noch nicht den Rand hält, dann raste ich hier gleich aus. Junge, wie lange geht denn so eine scheiß Durchsage? Sind das die berühmten Ganz feinen, berühmten, berüchtigten Thunfischfrikadellen. Das schwätzt die Alte schon wieder, Alter. Macht's gut. Herzlich willkommen aus Wien, Wien Airport. Das Band rollt. Wo ist mein Schild, Junge? Grüß dich. Läuft auf jeden Fall beim Coach. Ja. Ja. Die Tür geht auch alleine. Jetzt geht's erstmal in die Unterkunft. Unterkunft und Essen retten, ja. Das Essen muss safe sein. Angekommen im wunderschönen Stockau oder wo auch immer. Stefan mit seinem kaputten Rücken holt schon das ganze Gepäck. Mann, Stefan, warte doch auf uns. Es ist voll leicht. Ich bin einfach so messy. Du hast mir ja auch das Essen gestrichen, deswegen. Schwerer wird's nicht mehr. Ja, aber rein ins Hotel und dann gibt's wieder Happa Happa und dann ab ins Studio. Aber. Okay. Okay. Wollt ihr eine Roomtour oder? Pennen kann man, fressen kann man, scheißen kann man auch. Natürlich wird gleich ausgepackt und die ganzen Drogen müssen ja erstmal hier verstaut werden. Alice hat wieder ganze Arbeit geleistet. Hätten die jetzt da mal in den Rucksack geguckt, hier schön die 50 Gramm Isolat, richtig süß noch beschriftet. Samstagmorgen, Haferflocken schon abgewogen. Hier auch, falls alles schief läuft, das SOS Way. Übel süß, hier noch Salz abgewogen. Salz Pre und Post, Samstag, heute ist was? Freitag? Ja, ist nicht für heute. Dieses Säckchen darfst du nicht verwenden. Ja, heute ist schon mit drin. Aber heute Morgen gab es ja Thunfisch und der hat ja schon viel Salz. Und dann haben wir uns das sozusagen erspart. Wir räumen kurz aus, machen uns das Pre-Workout Meal ready. Hier habe ich noch ein gutes Buch mit dabei. Winning. Und natürlich, weil ich das meistens auf dem Scheißhaus lese, dass das Buch nicht zufällt, haben wir noch ein Mini-Flex-Magazin mit Jay Cutler. Alter, wie geil ist das? Das Mikroflex. Und eigentlich tue ich immer nur so, als würde ich so ein gutes Buch für lesen. die Hosentasche. Und lese dann innen die Mikroflex. Ich bin ja für eine J-Frisur. Bisschen länger. Genau, So, ja, genau so. Ja, Weißt? kommt schon irgendwann hin. Weil er hätte das Haar. Wer hätte Bock drauf? Er hätte das Haar. Schreibt's mal in die Comments. Jetzt abstimmen. Ja, wir wollen J-Frisur. Haare wie Jay. Was ich mir auch mal gedacht habe, ich war wirklich kurz davor, weil es einfach zu krank gekommen wäre. Einfach den kurzen Pinsel weiß gemacht wie Markus Rühl damals. Wir blenden das Bild jetzt ein. Wäre das okay für dich? Ja, ist alles okay. Ja, ich weiß nicht. Wäre es okay? Aber Wäre die Frage. ich würde, also jetzt ganz ehrlich, ich würde Jays Frise besser finden. Fuchs wie ich bin, habe ich mir, als würde ich es ahnen, eigentlich ist es egal, weil wir hätten noch ein Wasser kaufen können, aber habe ich das Wasser vom Flug noch gesaved, um mir jetzt gleich meinen Whey-Pudding anzurühren. Denn Bodybuilding ist einfach, man kann es überall machen, wenn man gut vorbereitet ist oder gewisse Tricks kennt. Wir haben das Whey am Start, wir haben noch einen Apfel natürlich und süß mit Zettelchen beschriftet. Besteck haben wir natürlich auch mit dabei. Ich glaube nur für den Pumpbooster, für den brauchen wir später noch ein bisschen Wasser. Aber Stefan hat erstmal Kaffee geholt. Ich mische mir das hier in Zwischenzeit an. Und dann wird das Pre-Workout diesmal Österreich Edition geballert. Aber es verändert sich auch nicht hier. Wenn man jetzt unterwegs ist, kann man sich natürlich gut auch andere Sachen zimmern. Also es sollte nie ein Problem sein, wer wirklich durchziehen will, kann das überall machen. Wer gefragt hat, wie man den Whey-Pudding macht, er hat 50 Gramm Pulver und nimmt 50 Milliliter Wasser, das ist ungefähr so viel. Ich kenne schon das Augenmaß und dann mischt ihr das hier schön zusammen. Und that's it. Das ist hier unser neues Whey, was jetzt released wurde bei ESN und es ist in meiner neuen Whey Top 3. Es schmeckt wie Kinder Bueno
White. Einfach brutal. Pre-Workout Meal auch schon hier. Was ist das? Das Ding hat mich angelacht. Seit wann frisst du so? Fettsack. Das ist das erste Mal, dass du so einen Scheiß da frisst. Ist das so ein bisschen zur Disziplinierung oder so? Wenn er mit mir ist, dann ist er nur so scheiße. Der scheißt da grundsätzlich, das stimmt. Jedes Mal, der Busse dabei ist, dann gibt es Shake 3-mal am Tag. jedes Mal, wenn wir da sind, gibt es nichts mehr sonst. Du saugst ja das Meal auf. Ja, was soll ich sonst machen? Genießen. Was gibt's da zu genießen? Es ist fucking Reispudding mit Salz. Es schmeckt salzig und es schmeckt. Ich weiß, das Du bist ja schon in 365. perfekter Stimmung in 14 Wochen davor. Das ist ja, hier schmeckt es ja schon richtig. Wir machen jetzt das Pre-Workout hier. Nee, Spaß beiseite. Da versteht YouTube keinen Spaß, das weißt du Ja, schon. ja. Das ist jetzt der Moment, wo demonetarisiert wird. Das ist ja nicht im Thumbnail, dann passt das alles. Einen guten Pump gibt es nur mit viel Wasser. Inzwischen hat uns auch der Chef vom heutigen Studio einen Besuch abgestattet. Sascha am Start und wir werden heute entscheiden, ob dein Studio Polacco approved ist oder nicht. Also, ich habe aber Entscheide gut. schon einige Sachen gesehen, mit denen du mir eine Freude gemacht hast. Deswegen heißt es gleich Abfahrt, aber vorher machen wir noch was für den Pump. 2 Scoops, wisst ihr Bescheid. Crank Pump Pro, Mango ist glaube der neue Geschmack, gell? Ich glaube schon. Finde ich ziemlich geil. Gibt es deinen Code noch? Schlummert. Mit Code BOSS. Oder Code Top-Body. Wirklich? Ja. Alter. Ja, komm, dann auf den Top-Body mal einen springen lassen. In diesem Sinne. Guten Pump. Warum hast du eigentlich Stack komplett getrennt? Ich würde das besser mischen. Das hat viele, viele Gründe. Erzähl's mir. Die meisten davon wirst du nicht verstehen. Du meinst wegen den Scheiben herum? Also, ja. ich kenne die beiden in Kombination jetzt so 1,5 Stunden, aber es ist so wie Bud Spencer und Terence Hill mäßig so. Ja, wir kennen uns wirklich Es länger ist- als alle anderen seit 20 Jahren. Es ist sehr romantisch, es ist ungefähr so. Und so liebevoll. Als schlauer Videograf könnte Markus genau den Teil, den wir vorher abgefilmt haben, auch nehmen, weil es ist, ne, der Apfel fehlt, aber das esse ich später noch, aber es gibt genau dasselbe Line-Up wie davor. Das Pre-Workout, dasselbe wie das Post, nur sind im Post 20 Gramm mehr Reispudding, 80 Pre und 100 Post, aber Whey bleibt bei 50 Gramm und that's it. Und was gab's bei dir? Ein Riegel. Wir haben natürlich erst den obligatorischen Formcheck gemacht. Ich bin auch immer, ohne Witz, ich bin heute Morgen schon so aufgestanden, weil ich doch immer bei allen Blödeleien, die wir machen, Stefan sehr respektiere für seine Expertise, seine Meinung. Und wenn mir jetzt einer in die Kommentare schreibt, du siehst kacke aus, dann sage ich, ja okay, aber wenn der Kollege meckert, dann oder nicht meckert, dann ist es für mich immer so ein Ding, okay, wie hat man gearbeitet? Und wir haben uns echt lange nicht gesehen. Obwohl gesehen haben wir uns vor ein paar Monaten schon, aber im Sinne des Bodybuildings nicht. Ja, voll. Das letzte Mal haben wir nur Urlaub gemacht. Aber jetzt sind wir wieder on track, 15 Wochen. Und ja, was Stefan aber zu sagen hat, würde ich sagen, das gibt es in unserem großen Interviewteil zu sehen. Und ja, bis dahin müsst ihr noch gespannt sein. Weniger gespannt dürft ihr auf jeden Fall darauf sein, was jetzt kommt. Jetzt kommt, das kann ich schon vorwegnehmen, ein Beinbeuger und Rückentraining. Hier natürlich sehr geiles Equipment am Start. Gerade hier reingesetzt und schon wieder gemerkt, okay, hier bin ich richtig. Das Ganze natürlich wie immer angegeben vom Chef. Auch immer cool. Muss ich mir selbst nichts überlegen, sondern Stefan bringt mir neue Reize auf den Körper und deswegen einfach fallen lassen, Fresse halten, trainieren. Spannung halten und negativ. Ja, schön. Ja, schon mal geschafft. Yes.
Komm, jetzt haben wir mal durch, komm. So, weiter geht's, easy. Komm, 12. 9, weiter geht es. 10, weiter geht es. 11 und einer. Komm, jetzt ist jetzt das Spannende. Komm. Und die negative. Komm. Ja, gut. Bei 9 schon aufgehört. Ich weiß, aber die waren jetzt genau Aber richtig geil. so schön eingezogen. Aua. Stark bin ich nicht, ich kann nicht viel helfen. Für die Gewissheit. Aber hier ist ein guter Hebel. Ja, Das ist auch so. Wenn man vor allem mit Trainingspartner oder mit Spotter trainiert, ist auch echt wichtig, dass die Maschinen das zulassen. ja, und das ist echt ein Hilferuf an die Maschinenkonstrukteure da draußen. Es gibt wenige Maschinen, wo das so wie bei der so nahtlos einfach geht. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Und das ist jetzt auch eine offizielle Bewerbung, könnt ihr mir schicken. Wenn wir einen Maschinenbauer finden und Stefan, ich und der machen dann zu dritt so eine Ursus-Line. Ursus Olympia-Line. Junge, da wäre ich voll dabei, sowas gemeinsam zu arbeiten. Aber ich weiß ja nicht, man kann ja nie wissen, wer so die Videos guckt. Deswegen, sagt Bescheid. Guck mal um die Ecke, Junge. Das ist schön. Sowas finde ich schön. Vor allem Klicks und Reichweite und so, die man hat. So eine Wertschätzung. Ich meine, ich war jetzt in vielen Studios in Deutschland und da hing jetzt gar nichts oder so. Und mein Gott, ich verlange das auch nicht, aber wenn man sowas sieht, dann weiß man doch, warum man sich in den Arsch tritt jeden Tag. Polanco approved. Und hier sehen wir den achtfachen Mr. Olympia bekannten Olympisten. Niemals hat da jemand einfach zu den Ja, Ronnie Dexter Coleman. Jackson, Ronnie Coleman. Ja, Das ist... Aua. Yes, baby, Junge. Jetzt seid ihr immer so Bock zu heben. Ist einfach eine Übung aktuell, die Spaß macht. Und ja, wo man ordentlich ballern kann. Und das habe ich sehr, sehr gern am Hamstring und Back Day. So ein schöner Übergang auch. Guck mal den Ehrenmann hier. Der macht hier noch. So ist es ja. Wie in der Formel 1, Junge. Fuck, Mann! Scheiße! es rutscht. Weißt du, weil es geschmiert ist, noch immer das neue Zeugs. Und ganz runter kriegst du es nicht, auch nicht mit dem Desinfektionsmittel. Deswegen wäre Kreide gut. Er schaut da, wo er es auftreiben kann. Besser als Schimpansensperma. Das macht genau das gleiche, es entfettet, aber eigentlich sollte Ja! Olympia, Junge. Fuck.
letzte Woche 10, jetzt habe ich 6 gemacht, ein Restpausesatz und dann noch 7 hinterher. Ja. Aber manchmal passt was nicht, dann scheißt man drauf und dann macht man es nochmal. Geil, den habe ich gebraucht für den Kopf. Sauber. Super. Hammer. Komm. 10. Der war jetzt super, der andere war grenzwertig. So, das ist meistens aber so. Du hast halt irgendwo den Moment, wo du sagst, okay, das ist okay, und dann gibt es einen ganz schmalen Grad, wo Gefahr exponentiell ansteigt. Ja. Und den darfst du nicht erwischen. Das verschätzen halt viele. Ich für meinen Teil muss sagen, der war zwar noch schöner, aber um die so zu performen, muss man, finde ich, Vorher mal ein bisschen pushen. Es war vorher komplett okay noch. Immer. Weil ich habe auch schon jetzt 240 gehoben auf 5, die eher auch so waren. Aber letztes Mal die 10 mit Markus, 5 Plates, extrem gut. Es war auch voll okay Deswegen. vorher, aber der war halt no shainer. Ja, der vorher. Ich habe es halt seit der ersten Rap gemerkt. Und ich Depp habe halt gesagt, Vollgas. Sag einmal ein bisschen von der Leichtigkeit. Viel zu mehr sein als erste Übung. Schon leicht. Wir haben Aber jetzt einen die hat einen anderen Zug. Die hat einen anderen Zug. Also ich finde, der Zug ist von einem anderen Planeten. Wir haben ja dieselbe, aber die ist Älter. trotzdem anders. Wir haben ja dieselbe in Berlin, aber die ist älter, deswegen spürt man hier. Ja. Die Kontraktion ist halt so geil bei der Ja. Maschine. Wir gehen wie immer mal auf Lat-Fokus jetzt am Anfang, und das ist eine Übung, die den Lat in einer Ruderbewegung von gerade vorne sehr, sehr gut beansprucht. Vor allem, sie hat einen wirklich schönen Kontraktionspunkt. Wirklich schön. Junge, was macht der Mann mit mir schon wieder? Geil. Puh. Die hat aber gut hingehauen vom Gewicht. Geht sich super aus, gell? Ja. Aber es hat mir bewiesen, die in Berlin ist leichter. Ja, vielleicht, keine Ahnung, ausgeleiert. Gemacht. Ja, die ist ausgeleierter. Die hat noch einen guten Zug. Interessant, wie doch auch eine Maschine, die ich auch im Trainingsplan habe, eigentlich die gleiche ist, aber doch verschieden ist. Da sieht man auch, die im Bunker ist natürlich schon in die Jahre gekommen, und ich habe auf alten Gäulen das Reiten gelernt. Deswegen fühlen sich jetzt so junge Hüpfer hier ganz anders dann. Eine ganz andere Spannung. Komm. Daran erkennt man, dass der Satz gescheppert hat. Der davor.
wenn du die gleiche Wiederholung machst mit reduziertem Gewicht. Geschichte gelaufen. Gut so. Jawohl. Liebe Firma Cybex, wir wollen hier für den Spotter eine Einstiegshilfe. Das wollen für das du irgendwo anders Aber echt schnell sein, um Cybex jetzt eine Mail zu schreiben. Wir brauchen eine Einstiegshilfe. Das ist auch so eine Maschine, wo du immer wieder zurückkommst eigentlich. Du probierst dazwischen was anderes und dann machst du auch immer wieder den. Nee, das muss ich auch so bestätigen. Also so viel wie man auch ausprobiert hat jetzt. Das allererste Rückentraining mit Stefan zusammen, weiß ich noch, haben wir auch mit der angefangen. Look at us. Wie lange sind wir jetzt schon zusammen? 4 Jahre? Eigentlich zeitgleich mit Alice so. 3 sind es dann. 3,5. Ja, 3,5. Ja. März so. Ja. März 20. Ja. Das ist beneidenswert, dich so kurz zu kennen. Ja. Da. Ich mag den Mann. Er hat die ganzen Freaking-Sachen auch mitgemacht. Darf ich euch Stefans ersten Athleten vorstellen? Sascha, die Rattenbauer. Er hatte keine Ahnung, was er tut und ich war das Ergebnis. Die Laborratte. Gell? Die Jungs haben Du bist die nächste, die 100. Evolutionsstufe. Junge, Alter, das sah ja gar nicht scheiße aus. Sascha. Das war hat damals noch Klassik, wie hat das geheißen? Das war der erste Bodybuilding. Krass. Er hat sein Bestes getan. Geil. Schon geile Zeiten bestimmt gewesen, oder? Als du damals in der Volksschule warst. Ich war wahrscheinlich noch flüssig. Ja, das war um die Jahrhundertwende. Nein, 2,5? Oh ja, warst schon auf der Welt. Da war ich schon. Ja, da habe ich mich schon eingeschissen. Ja, 2000er dachte ich so. Ja, ich weiß schon, welches Jahrhundert du meinst, danke. Hier muss man halt schon sehr aufpassen, dass man dann nicht aus dem Bizeps zieht. Da ist dieser ist er Hakengedanke noch viel Da ist sie wichtiger. ganz tückisch. Das ist so ein Kranhaken. Ich habe die mit dem Mark immer in Kanada gemacht und der hat alles aus dem Weißt du, Bizeps. sobald du das nicht als runde Bewegung siehst, sondern als Genau. Ziehbewegung bist du im Arsch Wenn es daheim. zu schwer wird, dann wirst du so den hier machen. Dann machst du immer, Und das ist nichts. weil du bringst das Gewicht dann mit der Bewegung nach unten und das ist dann halt für den Arsch. Junge, aber es ist überall schmierig einfach. Die frischen Geräte, da kannst du dein Essen von essen. Sauber. Jetzt kommt noch die 10 machen wir voll. Komm. Sehr schön. Da habe ich die Bewegung echt raus. Ja, das war perfekt. Die ist mittlerweile So ist es also nur Haken. mittlerweile echt. Training mit Coach ist immer so eine, nochmal so eine Kontrolle. Ich meine, ich versuche schon so viel, wie er mir sagt, umzusetzen, richtig zu machen. Gerade hier hatte ich immer so Probleme. Zug ansteuern, oberer Rücken so, vor allem, dass auch der Trapez noch wächst und man wirklich oben das ganze Ding mitnimmt. Das Paket ist Hat sich deutlich verbessert. besser geworden und der Rücken ist tiefer geworden. Ja, das bestätigt es dann natürlich, aber deswegen auch immer wieder Training mit Stefan, gerade Sachen, die mir, also Beine können wir auch machen, aber es ist halt, gerade bei sowas wie Arme, Rücken ist es mir extrem wichtig, weil es ist nicht nur Genetik, wenn das Körperteil nicht wächst. Ich meine, die Improvements in einem Jahr Arme waren ja, also ich will mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, aber die waren wirklich gut am Start. Und ja, das ist auf jeden Fall auch der Dank von den Trainings mit einem Trainer, der dir wirklich penibel auf die Form schaut, beziehungsweise auch die Übungsvorschläge gibt. Und ich muss sagen, mittlerweile mache ich, der aufmerksame Zuschauer weiß es, mache ich eigentlich nur die ähnlichen Übungen, die gleichen Übungen seit 1,5 Jahren jetzt und die Scheiße wächst. Und
That's it. Bodybuilding ist simpel. Gucken, dass das Bewegungsmuster passt. Dann ausrasten und das Gewicht hochschießen und die gleiche Bewegung bleiben. Und wenn du dann da 10 Platten ruderst mit der Technik, dann musst du mir mal zeigen, der keinen guten Rücken hat. Kannst du dich noch Joel Stubbs erinnern oder bist du zu jung dafür? Keine Ahnung, wen Hast du du meinst. keine Ahnung? Muss ich dir jetzt dann sagen. Joel Stubbs ist der Rücken schlechthin. Der Rücken war einfach nur komplett und perfekt. Das ist echt übel. Er war sonst eigentlich auch nicht so schlecht, aber das Versprechen, das der Rücken gegeben hat, hat er halt nicht ganz halten können, vor allem von vorne. Nicht? Okay. Aber der 6D, das ist dann halt, wirkt er halt ausgedünnt. Gell? Bisschen, ja. Schultern trainieren wir zwar erst morgen, aber Stefan erzählt mir, wie geil, diese Viking Press, die müssen wir probieren. Dabei kriege ich noch fett die Nachricht, ab jetzt bitte keine schwere Schulterdrücken mehr. Wir arbeiten mehr an seitliche und hintere. Also, Das ist einfach so ein maskulines, männliches Gefühl, dieses Aber das brauche ich mir durch Schulterdrücken nicht zu holen. man fühlt sich wie Atlas. Fahr die ganze Welt, Alter. Oder. Aber Urs, sag mir mal, es ist scheißegal auf der Bühne, was du wo gedrückt hast. Komplett. Warum machen wir es dann? Atlas zu Ehren. Und wieder werfen alle Google an. Ja, aber Atlas muss man kennen, die Steine, Atlas Stones, come on. Ja, stimmt. Aber warum heißen die Atlas Stone und wer war der Atlas? In die Kommentare. Nee, lass so und dann droppen wir 2. Ballern wir den da rein und machen dann noch 2. Das Schöne ist halt, ich muss einfach meinen Kopf ausmachen und nur ziehen. Ziehen wie ein Blöder. Zwei. 3. 4. Eine noch mit. Yes. Und geht. Komm, raus damit. 1, 2. Komm. 5 müssen wir noch 5 nichts. Komm. Ja, mit der 4 aufhören, das geht nicht. Das ist Ich merke schon, dieses Jahr viel vorher. immer. Der Herr, der letzten im Stiegenhaus hieß, muss geschlagen werden. Die letzten 2 Jahre hieß noch 4 passt. Nee. Dieses Jahr, Junge, hat's nicht gemacht. Oh ja, es fühlt sich gut an. Schön da. Ja. Gell? Steck mal hoch. So gut für ein klassisches Latziehen sein, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was das ist, aber man fängt so mit den Basic-Übungen an zu trainieren, macht dann eine Runde durch jegliche Übungen und kommt dann doch immer wieder zurück, aber mit einem ganz anderen Gefühl. Das ist krass.
ist es hier eigentlich auch okay, wenn man dann in den letzten Wiederholungen nicht ganz nach unten schafft zu ziehen? Also nicht so Power, sondern wirklich, wenn es dann nur so viel Dann nicht zieht klappt. halt fast wieder nur der, also kommt immer darauf an, klar hat der Rücken was davon, klar, Okay. ja, aber der Resmeier und Mina dann wieder eher weniger, Weil weil ich die merke- kommen dann halt da erst dazu, gell? verstehe. Eigentlich da. Ja, okay. Das zieht dann wieder der Latt weg. Okay. Weil ich habe gemerkt, hättest du mir jetzt nicht geholfen, hätte ich so aus Gewohnheit mit dem Bizeps jetzt noch so, Na, so weil ich geht's halt auch. denke, so, ich brauche die letzten 2 Zentimeter. Ja, der hat nochmal gut High Rep geknallt. Sollen wir zum Abschluss noch Überzug und das? ein Nein, bisschen das machen wir noch. nicht super setzen? Passt dann schon. Nee, Latt hat er genug. So, hier Abschlussübung. Habe ich mir bei Phil Heath abgeguckt. Das kommt jetzt nicht von Stefan, aber ich habe es mir mal vorgeschlagen, weil ich Richtig gut. dachte, es geht fast noch besser rein in den Teres Major und Trapez und auch für die Bühnenathleten eine geile Übung, um einfach so anzusteuern. Also wenn du auf der Bühne Doppelbizeps aufmachst. Eigentlich ist es schon längst durch, aber emotional schafft das jetzt nicht, das Training ohne Überzüge zu beenden. Und er hat eh recht. Er hat eh recht. Gehört dazu. Der gute alte Pullover. Mit Kniefall. Herrlich. Gutes So. Training. Sehr, sehr, sehr gutes Training. Erster Tag, Camp Wien, Olympia 23, Haken dran.